Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum brandneuen Sigma 10 bis 18 mm mit der durchgehenden Blende von 2.8. Sigma war so nett und hat mir das vor ein paar Wochen zur Verfügung gestellt. Ich habe das jetzt mal ausgiebig testen können und will euch das jetzt hier einfach mal ein bisschen zusammenfassen, was ich da so für Erfahrungen sammeln konnte. Wie immer werde ich für das Review natürlich nicht bezahlt und darf meine Meinung frei äußern. Sigma hat mir das für ein paar Wochen zur Verfügung gestellt. Da habe ich kein Geld dafür bekommen und ich darf es natürlich auch nicht behalten. Dann kommen wir doch direkt mal zu den wichtigsten Merkmalen von dem kleinen Objektiv, und zwar die Größe. Ihr seht, das Ganze ist relativ kompakt. Ich habe es hier an der Sony ZV-E10 montiert, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann sehen wir, das Ding ist doch wirklich sehr klein. Ohne Gegenlichtblende, einfach nur das Objektiv an sich selber, hat einen Durchmesser von 72 mm und eine Länge von 62 mm. Das ist schon wirklich sehr klein, aber mich interessiert dann natürlich mehr, wie ist denn die Größe so montiert an der Kamera, dass ich es auch in die Tasche packen kann. Ihr habt hier eine Größe von dem Bajonett bis zur Kante der Gegenlichtblende von 82 mm und einen Durchmesser von 80 mm. Auch das Gewicht kann überzeugen, das beträgt nämlich nur 260 Gramm. Ihr habt einen 67 mm Filterdurchmesser, ihr könnt da also alle gängigen Filter montieren und es ist auch nicht zu groß. Das Objektiv selbst bietet euch keine richtige Abdichtung, es ist also nur begrenzt gegen Staub und Wasser geschützt. Ihr habt hier am Bajonett einen kleinen Gummidichtring, der euch das Ganze ein bisschen absichert, aber ansonsten die ganzen Drehringe und so weiter sind nicht noch extra super abgedichtet. Da müsst ihr also ein bisschen aufpassen. Das Objektiv an sich bietet euch auch keine weiteren Bedienelemente, außer eben den Zoomring und den Fokusring. Ihr habt also auch keinen Schalter, um den Fokus umzustellen. So müsst ihr also immer über das Kameramenü den Fokus von Auto auf manuell stellen. Das Objektiv bietet euch natürlich auch keinen Schalter für einen Bildstabi, denn es hat einfach keinen. Das ist bei der Kompaktheit natürlich auch gar nicht möglich. Mit Bildstabi und 2.8 wäre das dann doch ein gutes Stück größer geworden. Auch die Verarbeitung vom Objektiv ist sehr gut. Ihr habt da also keine scharfen Kanten oder sowas. Es liegt gut in der Hand. Die beiden Ringe sind ca. 1 cm breit. Der Zoomring hat ein paar Millimeter mehr. Der Zoomring befindet sich ganz vorne. Mit meinen dicken Fingern stoße ich da immer wieder ein bisschen an den vorderen Teil vom Gehäuse und die Gegenlichtblende. Das ist jetzt nicht richtig unangenehm, aber auch nicht ganz ideal. Also ihr seht es ja auch hier, das ist wirklich direkt hier vorne dran. Ein bisschen verwirrt hat mich jetzt auch die Riffelung im Gehäuse zwischen dem Zoomring und dem Fokusring. Gerade wenn ihr da blind fotografiert und das Ganze umstellt und vielleicht auch noch mit dem manuellen Fokus arbeitet, kommt ihr da immer so ein bisschen mit dem Finger hin und wisst nicht genau, ist man jetzt am Fokusring oder ist man noch am Gehäuse. Also ich weiß nicht, was sich dabei gedacht wurde, weil es ja, hätte auch einfach glatt sein können, dann hätte es hier nicht zu irgendwelchen Verwechslungen kommen können. Durch die Kompaktheit gibt es jetzt auch einen neuen Mechanismus für die Gegenlichtblende. Die müsst ihr nicht mehr relativ weit aufdrehen, sondern ihr müsst die nur so ein bisschen anklicken und dann wird das Ganze hier auch schon mechanisch befestigt. Die ist dann auch wirklich fest, da geht nichts weg und wie gesagt, ihr drückt die einfach ein bisschen gegen das Objektiv und schon ist das Ganze montiert. Und dann interessiert euch natürlich sicher die Bildqualität und die ist wirklich sehr gut. Also ich muss schon sagen, die ist schon fast überragend für so ein kleines Zoom-Objektiv. Die ist in der Mitte auf jeden Fall richtig scharf. Ihr habt da eine tolle Schärfe und gute Kontraste. Nach außen hin, gerade im Weitwinkelbereich bei 10 mm, wird es ein bisschen softer, aber das ist wirklich nur ein bisschen und immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Die Blende 2.8 bietet euch da natürlich den Vorteil, dass ihr auch hier ein bisschen Freistellung habt. Selbst bei 10 mm, wenn ihr jetzt natürlich nah an dem Objekt dran seid, habt ihr da ein schönes Bokeh. Bei 18 mm dann sowieso. Ihr müsst ja immer ein bisschen den Crop-Faktor mit einrechnen. Der ist hier 1,5. Ihr seid bei 18 mm, dann also bei 27 mm. Und 27 mm mit einer Blende 2.8 ist schon relativ cool, um Sachen mal ein bisschen freizustellen. Natürlich habt ihr mit der Blende 2.8 auch nachts noch einen kleineren Vorteil, dass ihr euch da einfach ein bisschen mehr Licht einfangt und das kann das Objektiv natürlich auch sehr gut. Und auch mit dem Gegenlichtverhalten kommt das Objektiv sehr gut zurecht. Ihr habt da also nur bei richtig direkter Sonneneinstrahlung leichte Flares. Das Ghosting hält sich auch in Grenzen und auch die Kontraste fallen da nicht sehr ab. Die 7 Lamellen der Blende bringen euch da dann also Sonnensterne mit 14 Strahlen. Die Naheinstellgrenze vom Objektiv liegt bei 11,6 cm. Das ist so ziemlich genau 1 cm vor der Gegenlichtblende. Da könnt ihr also sehr nah ans Objekt hin. Manchmal müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht den Schatten von der Gegenlichtblende einfangt. Da müsst ihr die dann einfach demontieren.
Auch für den Videobereich ist das Objektiv sehr gut geeignet. Ihr habt nämlich einen richtig leisen Autofokus, der ist auch ziemlich schnell und ihr habt so gut wie kein Focus Breathing. Das heißt, ihr könnt das Objektiv auch sehr gut zum Fokussieren im Video benutzen. Wie gesagt, ist auch der Autofokus sehr schnell und sehr leise und auch wirklich präzise. Bei 10 bis 18 mm muss der jetzt natürlich nicht so viel Arbeit machen wie an einem 200 mm Objektiv, aber es ist ja trotzdem schön, einen guten Autofokus zu besitzen. Ein großer Vorteil von der Linse ist auch einfach die Kompaktheit. Wie ihr seht, ich habe sie hier an der ZVE10 und das Ganze passt auch ohne Probleme in meine Jackentasche. Ihr könnt die also überall hin mitnehmen und habt eine gute Lichtstärke bei guter Bildqualität in einem kompakten Format. Alles in allem bekommt ihr mit dem Sigma also ein richtig gutes Gesamtpaket. Vor allem die Abbildungsleistung ist da wirklich sehr gut, was natürlich auch mit der Kompaktheit ein richtig tolles Paket ergibt. Ihr habt eine Lichtstärke von 2,8, die bringt euch einfach im Dunkeln ein bisschen mehr. Das Einzige, was mich an dem Objektiv eigentlich so wirklich stört, ist der nicht vorhandene Umschalter zwischen dem Autofokus und dem manuellen Fokus. Aber das ist natürlich der Kompaktheit geschuldet. Ansonsten macht es relativ viel richtig und ja, ich würde es euch empfehlen, schaut es euch einfach mal genauer an. Ich packe euch da mal Links in die Beschreibung, da könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Es gibt das Ganze für 699 € am E-Mount, am L-Mount und am Fuji X-Mount. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.